Stell dir vor, du stehst an einem Wendepunkt in deinem Leben. Alles um dich herum scheint chaotisch und ungerecht. Doch was, wenn ich dir sage, dass wahre Gerechtigkeit nicht in der Welt da draußen, sondern tief in dir selbst beginnt? Wie oft hast du dich gefragt, warum die Dinge so laufen, wie sie laufen? Der Schlüssel zur inneren Ruhe liegt nicht in der Kontrolle über andere, sondern in der Meisterung deiner eigenen Reaktionen. Was wäre, wenn ich dir sagen würde, dass das Streben nach Gerechtigkeit auch bedeutet, deinen eigenen Frieden zu finden? Es ist eine Reise, die Mut erfordert, denn sie führt uns oft durch dunkle Gedanken und Zweifel. Aber genau hier liegt die Kraft, in der Akzeptanz aller Emotionen, die in uns brodeln. Hast du schon einmal darüber nachgedacht, wie viel Energie du in das Urteil über andere investierst? Was, wenn du diese Energie umwandeln könntest, um dein eigenes Leben zu transformieren? Lass uns gemeinsam diese Aspekte erkunden und die Geheimnisse der inneren Ruhe lüften, die das Stoizismus bietet. Bereit, deine Perspektive zu verändern? Lass uns eintauchen. Selbstreflexion und Selbstbewusstsein. Selbstreflexion ist ein mächtiges Werkzeug, das uns ermöglicht, unser eigenes Verhalten und unsere Gedanken zu hinterfragen. Ich erinnere mich, als ich zum ersten Mal über die Bedeutung der Selbstreflexion nachdachte. Es war nicht nur eine Frage des Nachdenkens über das, was ich tat, sondern auch über das Warum. Warum handle ich in bestimmten Situationen auf eine bestimmte Weise? Diese Fragen führten zu tiefen Einsichten. Es ist erstaunlich, wie viel wir über Gerechtigkeit lernen können, wenn wir uns selbst kritisch betrachten. Oft wird uns erst in der Stille des Nachdenkens klar, wo wir möglicherweise voreingenommen sind oder wie unsere Werte unsere Entscheidungen beeinflussen. Techniken zur Förderung des Selbstbewusstseins können dabei unglaublich hilfreich sein. Eine einfache Methode, die ich ausprobiert habe, ist das Führen eines Tagebuchs. Jeden Tag schreibe ich meine Gedanken und Gefühle auf, insbesondere nach schwierigen Situationen. Diese Praxis hat mir nicht nur geholfen, meine Emotionen zu verarbeiten, sondern auch Muster in meinem Verhalten zu erkennen. Manchmal stelle ich fest, dass ich in Konflikten schnell reagiere, ohne über die Konsequenzen nachzudenken. Durch die Reflexion kann ich bewusster agieren und meine Werte klarer definieren. Ein weiterer nützlicher Ansatz ist das Feedback von anderen. Es kann beängstigend sein, um Rat zu fragen, aber das wertvolle Feedback von Freunden oder Kollegen hat mir oft neue Perspektiven eröffnet. Sie sehen Dinge, die ich möglicherweise übersehen habe, und helfen mir, meine Sichtweise zu erweitern. Diese Gespräche sind nicht nur lehrreich, sondern fördern auch meine Fähigkeit, Empathie zu entwickeln und zu verstehen, wie meine Handlungen andere beeinflussen. Der Prozess der Selbstreflexion und des Selbstbewusstseins ist jedoch nie abgeschlossen. Es ist eine ständige Arbeit, die Aufmerksamkeit erfordert. Manchmal gerate ich in alte Muster zurück und vergesse, bewusst zu reflektieren. Aber ich habe gelernt, geduldig mit mir selbst zu sein. Jeder Schritt, den ich mache, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und manchmal ist es die Reise selbst, die lehrreicher ist als das Ziel. Letztlich ist Selbstreflexion nicht nur ein persönlicher Prozess, sondern auch ein sozialer. Wenn wir uns selbst besser verstehen, können wir auch besser mit anderen umgehen. Diese Einsichten tragen dazu bei, Gerechtigkeit auf eine Weise zu fördern, die nicht nur uns selbst, sondern auch unserer Gemeinschaft zugutekommt. Empathie und Mitgefühl. Empathie ist für mich wie ein Schlüssel, der Türen zu einem tieferen Verständnis öffnet. Ich erinnere mich an eine Situation, in der ich mit einem Freund sprach, der eine schwere Zeit durchmachte. Anstatt nur zuzuhören und Ratschläge zu geben, versuchte ich, mich in seine Lage zu versetzen. Ich stellte mir vor, wie es wäre, an seiner Stelle zu sein, und das half mir, eine Verbindung herzustellen. In diesem Moment wurde mir klar, wie wichtig Empathie im Streben nach Gerechtigkeit ist. Wenn wir uns in die Gefühle anderer hineinversetzen können, wird unser Handeln weicher und verständnisvoller. Empathie bedeutet nicht nur, die Emotionen anderer zu erkennen, sondern auch,
aktiv auf sie zu reagieren. Ich habe gelernt, dass Mitgefühl oft in den kleinen Gesten des Alltags zu finden ist. Ein einfaches Lächeln oder ein aufmerksames Ohr kann oft mehr bewirken als große Worte. Diese kleinen Akte der Freundlichkeit schaffen eine Atmosphäre, in der Menschen sich gehört und geschätzt fühlen. In solchen Momenten wird das Streben nach Gerechtigkeit nicht zu einem Kampf, sondern zu einem gemeinsamen Weg, den wir zusammen gehen. Eine der größten Herausforderungen, die wir in der heutigen Welt haben, ist die Kluft zwischen verschiedenen sozialen Gruppen. Empathie kann helfen, diese Kluft zu überbrücken. Wenn wir uns die Zeit nehmen, die Geschichten anderer zu hören und zu verstehen, können wir Vorurteile abbauen und echte Verbindungen aufbauen. Ich habe erlebt, wie solche Gespräche nicht nur mein eigenes Denken verändert haben, sondern auch das von anderen. Es ist eine schöne Erinnerung daran, wie wir alle miteinander verbunden sind. Um Empathie zu fördern, ist es hilfreich, sich regelmäßig Herausforderungen zu stellen, die unser Verständnis erweitern. Ich habe mich beispielsweise entschieden, regelmäßig an gemeinnützigen Projekten teilzunehmen. Diese Erfahrungen haben mir nicht nur neue Perspektiven eröffnet, sondern auch mein Mitgefühl für andere gestärkt. Ich habe gelernt, dass Gerechtigkeit oft bedeutet, für die Bedürfnisse anderer einzutreten und zu erkennen, dass wir alle in unterschiedlichen Lebensumständen leben. Abschließend möchte ich sagen, dass Empathie und Mitgefühl nicht nur für uns selbst, sondern auch für unsere Gemeinschaften von entscheidender Bedeutung sind. Wenn wir lernen, empathisch zu handeln, schaffen wir einen Raum, in dem Gerechtigkeit gedeihen kann. Es ist eine Reise, die wir gemeinsam antreten sollten, um eine bessere Welt für alle zu schaffen. Praktiken zur Entwicklung von Mitgefühl gegenüber anderen. Es gibt Tage, an denen ich mich frage, wie ich mehr Mitgefühl für die Menschen um mich herum entwickeln kann. Ich meine, in einer Welt, die oft so laut und chaotisch ist, ist es leicht, in unserem eigenen kleinen Universum gefangen zu bleiben. Doch ich habe festgestellt, dass es einige einfache Praktiken gibt, die mir helfen können, mein Mitgefühl zu vertiefen. Eine der effektivsten Methoden ist, einfach zuzuhören. Wenn jemand mit mir spricht, versuche ich, wirklich zuzuhören, ohne sofort zu urteilen oder Ratschläge zu geben. Es ist erstaunlich, wie viel Nähe man aufbauen kann, nur indem man präsent ist und sein Ohr anbietet. Darüber hinaus finde ich es hilfreich, mich in die Lage anderer Menschen zu versetzen. Manchmal stelle ich mir vor, wie es wäre, an ihrer Stelle zu sein. Diese gedankliche Übung hilft mir, ihre Gefühle und Perspektiven besser zu verstehen. Es ist nicht immer einfach, aber ich glaube fest daran, dass Empathie der Schlüssel ist, um echte Verbindungen mit anderen herzustellen. Wenn ich mich aktiv bemühe, die Welt durch die Augen einer anderen Person zu sehen, öffnet sich ein ganz neuer Horizont und ich kann die Herausforderungen, mit denen sie konfrontiert sind, viel klarer erkennen. Eine weitere wertvolle Praxis ist die Dankbarkeit. Ich habe bemerkt, dass, wenn ich mich auf die positiven Aspekte meines Lebens konzentriere und die guten Dinge schätze, dass meine Sichtweise auf andere Menschen verändert. Wenn ich dankbar bin, fühle ich mich weniger geneigt, über andere zu urteilen oder negative Gedanken zu hegen. Stattdessen wird mein Herz weit und ich entwickle ein größeres Mitgefühl für die Kämpfe, die andere möglicherweise durchmachen. Es ist, als ob die Dankbarkeit meine Augen für das Leid anderer öffnet und mir die Motivation gibt, ihnen mit Offenheit und Freundlichkeit zu begegnen. Eine der tiefgreifendsten Erfahrungen, die ich gemacht habe, war, als ich mich freiwillig in einem Obdachlosenheim engagierte. Es war eine echte Augenöffnung. Die Begegnungen mit Menschen, die in extremen Umständen lebten, haben mein Verständnis von Mitgefühl auf eine ganz neue Ebene gehoben. Ich habe gelernt, dass jeder Mensch eine Geschichte hat und dass es oft mehr hinter der Oberfläche gibt, als man auf den ersten Blick sieht. Diese Erfahrungen haben mich gelehrt, wie wichtig es ist, nicht nur zu sehen, sondern auch zu fühlen und zu verstehen.
Es ist eine Reise, die kontinuierlich andauert und mich immer wieder herausfordert. Schließlich finde ich, dass die Praxis der Selbstmitgefühl auch entscheidend ist. Wenn ich lerne, mich selbst mit Freundlichkeit und Verständnis zu behandeln, kann ich diese Haltung viel leichter auf andere übertragen. Selbstmitgefühl hilft mir, meine eigenen Schwächen und Fehler zu akzeptieren, ohne mich selbst zu verurteilen. Wenn ich mich selbst liebevoll behandle, wird es einfacher, auch anderen mit Mitgefühl zu begegnen. Es ist ein wunderbarer Kreislauf, der sich immer weiter verstärkt. Strategien für effektive Kommunikation in Konfliktsituationen. Konflikte sind ein unvermeidlicher Teil des Lebens. Und wie ich festgestellt habe, ist die Art und Weise, wie wir kommunizieren, entscheidend, um diese Konflikte zu lösen. Eine Strategie, die mir in schwierigen Gesprächen oft hilft, ist das aktive Zuhören. Anstatt sofort zu antworten oder meine eigene Sichtweise durchzusetzen, versuche ich, die andere Person wirklich zu hören. Ich wiederhole oft, was ich gehört habe, um sicherzustellen, dass ich es richtig verstanden habe. Diese Technik schafft nicht nur Klarheit, sondern zeigt auch, dass ich die andere Person respektiere und ihre Meinung schätze. Eine weitere wichtige Strategie ist, die Ich-Botschaften zu verwenden. Anstatt zu sagen, du machst immer, formuliere ich es zu ich fühle mich. Diese Art der Kommunikation reduziert die Wahrscheinlichkeit, dass sich die andere Person angegriffen fühlt und fördert eine offenere Diskussion. Es ist erstaunlich, wie viel effektiver ein Gespräch verläuft, wenn man die Verantwortung für die eigenen Gefühle übernimmt, anstatt der anderen Person die Schuld zu geben. Diese bewusste Wahl der Sprache kann den Ton eines Konflikts erheblich verändern und zu einer konstruktiven Lösung führen. Ich habe auch gelernt, dass es manchmal hilfreich ist, eine Pause einzulegen, bevor ich auf einen Konflikt reagiere. Wenn ich merke, dass die Emotionen hochkochen, nehme ich mir einen Moment Zeit, um durchzuatmen und meine Gedanken zu sortieren. Diese kurze Reflexion hilft mir, klarer zu denken und meine Worte sorgfältiger zu wählen. Es ist unglaublich, wie viel weniger dramatisch ein Konflikt wird, wenn man nicht impulsiv reagiert, sondern stattdessen überlegt und gezielt kommuniziert. Zusätzlich habe ich festgestellt, dass es wichtig ist, Empathie in die Kommunikation einzubringen. Ich versuche, die Perspektive der anderen Person zu verstehen und zu zeigen, dass ich ihre Gefühle ernst nehme. Indem ich Fragen stelle wie fühlst du dich dabei, kann ich nicht nur das Verständnis vertiefen, sondern auch ein Gefühl der Verbindung schaffen. Wenn beide Seiten das Gefühl haben, gehört zu werden, ist es viel einfacher, Lösungen zu finden. Letztlich erfordert effektive Kommunikation in Konfliktsituationen auch die Bereitschaft, Kompromisse einzugehen. Ich habe gelernt, dass es nicht immer darum geht, zu gewinnen, sondern vielmehr darum, eine Lösung zu finden, die für alle Beteiligten funktioniert. Indem ich offen für verschiedene Perspektiven bleibe und bereit bin, meinen Standpunkt zu überdenken, kann ich oft eine Einigung erzielen, die für beide Seiten akzeptabel ist. Es ist eine Kunst, die man lernen muss, aber sie ist entscheidend für gesunde zwischenmenschliche Beziehungen. Methoden zur konstruktiven Konfliktlösung, die Gerechtigkeit fördern. In den letzten Jahren habe ich immer mehr über die Bedeutung konstruktiver Konfliktlösung gelernt, insbesondere wenn es darum geht, Gerechtigkeit zu fördern. Eine Methode, die ich als besonders wirksam empfinde, ist die Mediation. Mediation bietet einen Raum, in dem beide Parteien ihre Sichtweise darlegen können, während ein neutraler Dritter hilft, die Kommunikation zu erleichtern. In solchen Situationen habe ich oft erlebt, wie Missverständnisse ausgeräumt werden können und wie überraschend oft eine Lösung gefunden wird, die für alle akzeptabel ist. Eine andere Methode, die ich oft anwende, ist die gemeinsame Problemlösung. Statt in den Kampfmodus zu wechseln und gegeneinander zu argumentieren, versuche ich, eine Atmosphäre zu schaffen, in der wir gemeinsam an der Lösung des Problems arbeiten können. Ich stelle Fragen wie können wir das gemeinsam angehen?
Diese Art der Zusammenarbeit fördert nicht nur den Respekt, sondern zeigt auch, dass wir beide ein gemeinsames Ziel haben, eine gerechte Lösung zu finden. Ich habe auch festgestellt, dass es wichtig ist, die Bedürfnisse und Interessen beider Parteien zu erkennen. Oft sind es nicht nur die Positionen, die in Konflikten im Vordergrund stehen, sondern die tiefer liegenden Interessen. Wenn ich in der Lage bin, diese Interessen zu identifizieren und anzusprechen, wird es viel einfacher, eine Lösung zu finden, die für beide Seiten funktioniert. Es geht darum, die menschliche Seite des Konflikts zu berücksichtigen und die gemeinsamen Werte zu betonen, die uns verbinden. Darüber hinaus ist es entscheidend, die Emotionen, die mit Konflikten einhergehen, ernst zu nehmen. Ich versuche ein Umfeld zu schaffen, in dem beide Parteien ihre Gefühle ausdrücken können, ohne Angst vor Verurteilung zu haben. Indem ich Raum für Emotionen gebe, kann ich oft eine tiefere Verbindung herstellen und das Verständnis füreinander fördern. Dies ist ein wichtiger Schritt in Richtung einer gerechten Lösung, da es zeigt, dass wir bereit sind, die menschliche Dimension des Konflikts zu respektieren. Schließlich ist es wichtig, nach der Lösung des Konflikts eine Reflexion vorzunehmen. Ich frage mich oft, was ich aus der Situation lernen kann und wie ich in Zukunft besser kommunizieren oder handeln kann. Diese Art der Reflexion hilft nicht nur, meine Fähigkeiten zur Konfliktlösung zu verbessern, sondern trägt auch dazu bei, ein gerechteres Umfeld für alle zu schaffen. Indem wir aus unseren Erfahrungen lernen, können wir nicht nur unsere eigenen Fähigkeiten entwickeln, sondern auch dazu beitragen, dass unsere Beziehungen stärker und gerechter werden. Die Wichtigkeit von persönlichen Grenzen für innere Ruhe. In meinem Leben habe ich oft die Bedeutung von persönlichen Grenzen erkannt. Es war nicht immer einfach für mich, Grenzen zu setzen, denn ich wollte es jedem recht machen. Doch ich habe gelernt, dass das Setzen von Grenzen nicht nur für meine eigene innere Ruhe wichtig ist, sondern auch für die Qualität meiner Beziehungen. Wenn ich klare Grenzen kommuniziere, schaffe ich einen Raum, der für alle Beteiligten respektvoll ist. Es ist wie ein unsichtbarer Schutzschild, der mir hilft, meine Energie zu bewahren und mich nicht auslaugen zu lassen. Eine der ersten Lektionen, die ich über Grenzen gelernt habe, war, dass sie nicht egoistisch sind. Im Gegenteil, sie sind ein Akt der Selbstliebe. Indem ich meine eigenen Bedürfnisse anerkenne und respektiere, zeige ich auch den Menschen um mich herum, dass es in Ordnung ist, ihre eigenen Bedürfnisse zu respektieren. Diese Erkenntnis hat mein Leben verändert. Ich habe angefangen, Nein zu sagen, wenn ich etwas nicht will oder wenn ich mich überfordert fühle. Diese kleinen, aber entscheidenden Handlungen haben mir geholfen, meine innere, konstruktive Konfliktlösung. Wenn ich an Konflikte denke, kommt mir oft der Gedanke, dass sie unvermeidlich sind. Im täglichen Leben begegnen wir ständig Situationen, in denen unsere Meinungen, Werte oder Interessen aufeinanderprallen. Aber anstatt diese Konflikte als etwas Negatives zu betrachten, habe ich gelernt, dass sie auch eine Chance für Wachstum und Verständnis bieten können. Konstruktive Konfliktlösung bedeutet, einen Weg zu finden, um unterschiedliche Perspektiven zu respektieren und gleichzeitig nach einer Lösung zu suchen, die für alle Beteiligten annehmbar ist. Eine der effektivsten Methoden, die ich entdeckt habe, ist das aktive Zuhören. Das bedeutet, dass ich nicht nur darauf warte, dass der andere spricht, um meine eigene Meinung zu äußern, sondern wirklich versuche, die Sichtweise des anderen zu verstehen. Ich stelle Fragen, um Klarheit zu gewinnen, und wiederhole, was ich gehört habe, um sicherzustellen, dass ich es richtig verstanden habe. Diese Technik hat nicht nur dazu beigetragen, Spannungen abzubauen, sondern auch das Vertrauen zwischen den Beteiligten zu stärken. Darüber hinaus habe ich festgestellt, dass ich oft meine eigenen Emotionen regulieren muss, um Konflikte konstruktiv zu lösen. Wenn ich wütend oder frustriert bin, neige ich dazu, impulsiv zu reagieren. Deshalb habe ich gelernt, innezuhalten und meine Gedanken zu sortieren, bevor ich antworte.
Diese Selbstregulierung hat mir geholfen, ruhiger und rationaler zu bleiben, was die Kommunikation erheblich verbessert hat. Ein weiterer wichtiger Aspekt der konstruktiven Konfliktlösung ist die Bereitschaft, Kompromisse einzugehen. Ich habe gelernt, dass es oft nicht nur einen richtigen Weg gibt, um voranzukommen. Manchmal ist es notwendig, einen Mittelweg zu finden, der für alle akzeptabel ist. Diese Flexibilität hat mir nicht nur geholfen, Konflikte zu lösen, sondern auch meine Beziehungen zu stärken. Letztendlich habe ich erkannt, dass die Fähigkeit zur konstruktiven Konfliktlösung nicht nur in schwierigen Situationen von Bedeutung ist. Vielmehr ist es eine wertvolle Fähigkeit, die ich in meinem täglichen Leben anwenden kann, um Missverständnisse zu vermeiden und ein harmonischeres Umfeld zu schaffen. Diese Techniken haben mir nicht nur bei der Lösung von Konflikten geholfen, sondern auch mein eigenes Verständnis von Gerechtigkeit vertieft. Grenzen setzen und Durchsetzungsvermögen. Das Setzen von Grenzen ist ein Thema, das in der heutigen Gesellschaft oft übersehen wird. Ich habe im Laufe der Jahre gelernt, wie wichtig es ist, persönliche Grenzen zu definieren und durchzusetzen. Diese Grenzen sind nicht nur für mein eigenes Wohlbefinden entscheidend, sondern spielen auch eine wesentliche Rolle dabei, wie ich Gerechtigkeit in meinen Beziehungen erlebe. Wenn ich meine Grenzen nicht klar kommuniziere, finde ich mich oft in Situationen wieder, in denen ich mich unwohl oder überfordert fühle. Ein Aspekt, den ich besonders wichtig finde, ist die Fähigkeit, Nein zu sagen. Früher hatte ich Schwierigkeiten damit, weil ich nicht wollte, dass andere verletzt oder enttäuscht sind. Doch ich habe erkannt, dass es für meine innere Ruhe unerlässlich ist, meine Bedürfnisse zu respektieren. Wenn ich meine Grenzen nicht setze, erlaube ich anderen, über meine Komfortzone hinwegzugehen, was langfristig zu Ressentiments führt. Durchsetzungsvermögen ist ein weiteres Schlüsselkonzept, das ich mir angeeignet habe. Es geht nicht darum, aggressiv oder konfrontativ zu sein, sondern vielmehr darum, selbstbewusst für mich selbst einzustehen. Ich habe gelernt, meine Stimme zu erheben und meine Bedürfnisse klar zu artikulieren, ohne dabei andere herabzusetzen. Diese Art der Kommunikation hat mir geholfen, Respekt in meinen Beziehungen zu fördern und ein Gefühl von Gerechtigkeit zu schaffen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Reflexion über meine eigenen Werte. Wenn ich mir darüber im Klaren bin, was mir wichtig ist, fällt es mir leichter, Grenzen zu setzen und sie durchzusetzen. Ich habe begonnen, regelmäßig darüber nachzudenken, was ich in meinen Beziehungen akzeptieren kann und was nicht. Dieses Bewusstsein hat mir nicht nur geholfen, gesündere Grenzen zu setzen, sondern auch ein tieferes Verständnis für meine eigenen Gerechtigkeitsvorstellungen zu entwickeln. Letztendlich habe ich festgestellt, dass das Setzen von Grenzen und die Durchsetzung von Gerechtigkeit Hand in Hand gehen. Wenn ich meine eigenen Grenzen respektiere und klar kommuniziere, fördere ich ein Umfeld, in dem auch andere respektiert werden. Diese Dynamik hat nicht nur meine eigenen Beziehungen verbessert, sondern mir auch geholfen, ein Gefühl von innerer Ruhe und Gerechtigkeit zu etablieren. Achtsamkeit und Meditation. In den letzten Jahren habe ich mich intensiv mit Achtsamkeit und Meditation beschäftigt. Diese Praktiken haben nicht nur meine innere Ruhe gefördert, sondern auch mein Verständnis von Gerechtigkeit und Fairness vertieft. Achtsamkeit bedeutet für mich, im Moment zu leben und meine Gedanken und Gefühle bewusst wahrzunehmen, ohne sie zu bewerten. Diese Praxis hat mir geholfen, meine Emotionen besser zu regulieren und Situationen mit mehr Klarheit und Gelassenheit zu begegnen. Meditation als Werkzeug zur Verarbeitung von Gerechtigkeitsfragen hat sich als besonders hilfreich erwiesen. Durch die regelmäßige Meditation habe ich gelernt, meine Gedanken zu beruhigen und mich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Wenn ich über Gerechtigkeit nachdenke, kann ich durch die Meditation eine tiefere Einsicht in meine eigenen Werte und Überzeugungen gewinnen. Diese Reflexion hat mir geholfen, meine Positionen zu hinterfragen und offener für andere Perspektiven zu sein.
Ein wichtiger Aspekt der Achtsamkeit ist die Fähigkeit, im Moment präsent zu sein. Oft neigen wir dazu, uns von unseren Gedanken und Sorgen ablenken zu lassen, was unsere Fähigkeit einschränkt, klar zu denken und faire Entscheidungen zu treffen. Achtsamkeit hat mich gelehrt, meine Gedanken zu beobachten und sie nicht zuzulassen, dass sie mich überwältigen. Diese Kontrolle hat es mir ermöglicht, über Gerechtigkeit nachzudenken, ohne von negativen Emotionen geleitet zu werden. Darüber hinaus hat die Praxis der Achtsamkeit meine Empathie und mein Mitgefühl für andere Menschen gestärkt. Wenn ich mich mit meinen eigenen Gedanken und Emotionen auseinandersetze, wird mir oft bewusst, dass auch andere Menschen ähnliche Herausforderungen haben. Diese Erkenntnis hat mein Verständnis für die Bedürfnisse und Perspektiven anderer erweitert und mir geholfen, ein gerechteres und mitfühlenderes Verhalten zu entwickeln. Insgesamt haben Achtsamkeit und Meditation nicht nur meine innere Ruhe gefördert, sondern auch mein Gefühl für Gerechtigkeit und Fairness vertieft. Diese Praktiken haben mir geholfen, in schwierigen Zeiten klarer zu denken und mit Mitgefühl auf die Herausforderungen anderer zu reagieren. Sie sind zu einem unverzichtbaren Teil meines Lebens geworden, sowohl für mein persönliches Wohlbefinden als auch für meine sozialen Interaktionen. Soziale Verantwortung und Engagement. Soziale Verantwortung und Engagement sind Aspekte, die mir in meinem Leben immer wichtiger geworden sind. In einer Welt, die oft von Ungerechtigkeiten geprägt ist, habe ich erkannt, dass es nicht ausreicht, einfach nur über Gerechtigkeit zu sprechen. Ich muss auch aktiv dazu beitragen. Dieses Engagement beginnt in meinem eigenen Umfeld, aber ich habe gelernt, dass es auch eine größere Verantwortung gibt, die weit über meine unmittelbare Umgebung hinausgeht. Eines der ersten Dinge, die ich tat, war, mich über die sozialen Themen zu informieren, die mir am Herzen liegen. Ich habe angefangen, Bücher zu lesen, Dokumentationen zu schauen und mich mit Menschen auszutauschen, die sich ebenfalls für soziale Gerechtigkeit einsetzen. Dieses Wissen hat mir nicht nur die Augen geöffnet, sondern auch meine Motivation gestärkt, aktiv zu werden. Ich habe erkannt, dass ich nicht nur als passiver Beobachter leben kann. Ich habe die Möglichkeit und die Verantwortung, Veränderungen zu bewirken. Darüber hinaus habe ich verschiedene Möglichkeiten gefunden, mich in meiner Gemeinschaft zu engagieren. Ob es sich um Freiwilligenarbeit in einem örtlichen Obdachlosenheim oder um die Unterstützung von Initiativen zur Förderung von Bildung für benachteiligte Kinder handelt. Jedes kleine Engagement zählt. Diese Erfahrungen haben mir nicht nur ein Gefühl der Erfüllung gegeben, sondern mich auch mit Gleichgesinnten verbunden, die sich für das gleiche Ziel einsetzen. Ein wichtiger Aspekt meines Engagements ist auch die Sensibilisierung für Themen, die oft ignoriert werden. Ich habe gelernt, dass ich meine Stimme nutzen kann, um auf Ungerechtigkeiten aufmerksam zu machen und andere zu ermutigen, ebenfalls aktiv zu werden. Sei es durch soziale Medien, lokale Veranstaltungen oder einfach durch Gespräche mit Freunden und Familie. Ich habe erkannt, dass jede Stimme zählt und einen Unterschied machen kann. Letztendlich hat mein Engagement für soziale Verantwortung nicht nur meine Sicht auf Gerechtigkeit verändert, sondern auch mein Leben bereichert. Ich fühle mich nicht nur mit meiner Gemeinschaft verbunden, sondern auch mit der Welt um mich herum. Dieses Gefühl der Verbundenheit und des gemeinsamen Ziels hat einen positiven Einfluss auf mein persönliches Wohlbefinden und meine Zufriedenheit im Leben. Soziale Verantwortung ist für mich nicht nur eine Verpflichtung, sondern eine Quelle der Inspiration und Motivation, die mich dazu anregt, aktiv für eine gerechtere Welt einzutreten. Das war's für heute, meine Freunde. Denkt daran, Gerechtigkeit ist nicht nur ein Konzept, sondern eine Lebensweise. Wie oft habt ihr euch in Situationen wiedergefunden, in denen ihr euch gefragt habt, was das Richtige ist? Habt ihr das Gefühl, dass ihr gerecht handelt, oder gibt es Momente, in denen ihr euch unsicher fühlt? Stellt euch vor, ihr könntet die innere Ruhe finden, während ihr eure Entscheidungen trefft.
Wie würde euer Leben aussehen, wenn ihr jeden Tag mit einem klaren Sinn für Gerechtigkeit aufwacht? Ich lade euch ein, darüber nachzudenken und eure Gedanken in den Kommentaren zu teilen. Welche Tipps haben euch geholfen, Gerechtigkeit zu meistern? Gibt es Herausforderungen, denen ihr gegenübersteht, die euch daran hindern, gerecht zu handeln? Lasst uns gemeinsam diese Fragen erkunden und voneinander lernen. Und vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, um keine wertvollen Einblicke in die Welt des Stoizismus zu verpassen. Denn jeder Tag bietet eine neue Gelegenheit, inneren Frieden und Gerechtigkeit in unser Leben zu integrieren. Bis zum nächsten Mal, bleibt gelassen und gerecht.